Winterparfüms für unter 50 Euro. Ja, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Da habe ich 10 Stück für euch und ja, es gibt auch noch günstige, natürlich vielleicht nicht in dieser Flakongröße, die ich hier zeige, aber es gibt sie auch in 50 ml und dann bekommt ihr sie auf jeden Fall, jedenfalls paar davon auch unter 50 Euro. Die anderen sind so und so unter 50 Euro und ja, seid gespannt. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Mein Name ist natürlich immer noch Dennis aus der schönsten Stadt Deutschlands, Hamburg. Ja. So, der erste ist auf jeden Fall unter 50 Euro. Job Om. Ja, Job Om ist einfach Vanille, Pflaume, aber synthetische Pflaume. Aber irgendwie hat, ja, es ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ich bin aber auch mit groß geworden und ich muss sagen, er funktioniert trotzdem immer noch. Man hat immer noch eine starke Ausstrahlung, auch noch eine starke Haltbarkeit. Und was soll man eigentlich zu diesem Pink Man sagen? Pinky, auf jeden Fall sehr geil. Und der kostet manchmal nur 19 Euro in 200 ml tatsächlich. Aber holt euch bitte die 125, weil die 200 ml, in dem Fall stimmt das Werk. Ich habe die auch. Ich habe sehr viele Job Om Bliss zur der ersten mit der Kornblume. Aber die Version in 200, die aktuelle, die ist nicht so stark. Irgendwie sind die 200er Abfüllungen nicht so gut. Müsst ihr bitte bis 125 geht auf jeden Fall unter, aber auf jeden Fall sehr günstig und einfach penetrant stark, wenn ihr richtig auf die Fresse was Süßes haben wollt. Vor allen Dingen, sag ich mal, wenn ihr jünger seid, die Ladies da draußen kennen den Duft nicht. Die ältere Generation, ja. Früher war das der Disco-Duft, der Klappduft überhaupt, schlechthin mit Le Male zusammen und ja, der funktioniert einfach. Job Om, Leute, auf jeden Fall solltet ihr den auf jeden Fall mal anschaffen. Ja, der nächste ist der Valentino Uomo Intense. So, in der kleinen Flasche bekommt ihr den auf jeden Fall auch mal unter 50 Euro und das ist natürlich ein schöner, cremiger Irisduft, würziger Irisduft, der für mich einer der besten Designerdüfte der letzten 15 Jahre mit ist und da gehört er mit rein. Ich glaube, das erste Mal 2016 rausgekommen. Die Version ist sehr, sehr stark noch. Es gab dann eine 220er, glaube ich, 21er und die ist trotzdem, oder die muss sich nicht verstecken. Dieses cremige und diese Iris-Style-Trockene und das würzige ist super lecker, wirklich super lecker und kommt super gut an. Also hiermit seid ihr, egal ob im Büro, egal draußen auf dem Weihnachtsmarkt, egal bei Dating, ihr seid immer gut aufgestellt mit diesem Duft. Ja, Valentino Uomo Intense, aber den habe ich schon so oft vorgestellt, der geht einfach immer. Dann haben wir einen Lattafa und zwar Art of Nature 1. Ja, hier schön mit einem geilen Flakon mit den Kamele ausgestanzt. Sehr nice, wenn ihr einen Pflaumen-Feigenduft, bisschen cremig, würzig und Oud dafür haben wollt oder dazu haben wollt, dann ist das euer Duft. Das ist eine sehr gute, günstige Alternative zu den Oud Maracuja. Hier zahlt ihr auf jeden Fall unter 50 Euro und der hält 9 Stunden. Und wenn ihr was Animalisches bisschen haben wollt, minimal, dann würzig, fruchtig, leicht süßlich, cremig, dann ist das euer Duft von Lattafa, Art of Nature 1. Und ich sage es immer wieder, wenn euch der Duft nicht gefällt, dann lasst es einfach trotzdem stehen, weil der Flakon schaut doch geil aus. Kommt immer drauf an, was ihr natürlich oder wo ihr den stehen habt. Und ja, aber eigentlich ist das schon sehr nice. Aber wer auf Oud Maracuja steht, nur vielleicht hintenrum wieder wie Lattafa, ne? Ist hintenrum so ein bisschen anders noch und auch vielleicht nicht die Tiefe und die Haltbarkeit auch nicht, weil das Original schon stark ist. Aber dann habt ihr trotzdem eine sehr gute Alternative, wie gesagt. Aber ihr müsst was Fruchtiges, Süßes, ein bisschen Oud, Animalisches mögen und dann ist das euer Duft. Aber für den Preis und für den Flakon, nice. Als nächstes haben wir Swiss Arabian mit, ja, Oud, Chagaf Oud. Und ja, das ist noch die, ich weiß nicht, ob die ist immer noch so mit arabischen Schrift, den habe ich vor 6 Jahren hier gekauft. Das ist einfach penetrant aufs Maul. So, das ist einfach penetrant aufs Maul. Das ist Vanille, tiefe Vanille und dazu Oud und Rose. So, was wollt ihr mehr?
als jemand auf den Geist zu gehen, auf die Eier, euch selber wahrscheinlich auch, dann holt euch das hier. Das Elixier ist abgerundeter, ist aber irgendwie nicht stärker und auch nicht penetranter, ist mir nachhinein aufgefallen. Ich hatte das noch, wo ich das Elixier vorgestellt habe, in einem Einzelreview, habe ich noch gesagt, komm, ist ähnlich, aber ich finde den schon noch harscher, stärker irgendwie. Also ja, das Elixier, da ist aber tiefer, runder, schon gut, also so ein bisschen der erwachsene Bruder. Aber hier, wenn ihr Rose, Oud, Vanille mögt, auf die Fresse, dann hier, süß, 20 Euro, nichts, einfach holen. Als nächstes haben wir den Bentley Man vom Man Absolut. Ganz ruhig, Dennis, hier. Vom Man Absolut. Und das ist ein Geheimtipp. Ich hoffe, dass es, viele sagen, es gibt ihn nicht mehr. Dann hat man oder findet man ihn auf jeden Fall noch massenweise im Internet für manchmal nur 20 Euro. Ein würziger, pfeffriger Duft, der doch sehr dicht, und das ist das Coole, und jetzt komme ich nicht drauf, jetzt habe ich das vergessen, jetzt gerade, vorhin hatte ich das noch, ich blende ihn hier mal ein, hier, die Mitnahme, und das ist ein sehr geiler Duft gewesen, auf den ich gerade nicht komme, meine Fresse, nee, ich komme nicht jetzt nach, und er riecht so identisch, nur ungünstig. Und hier müsst ihr richtig viel Geld hinlegen. Vielleicht mag sein, dass der hintenrum, wie gesagt, in der Tiefe noch ein bisschen anders ist, aber in der Luft und überhaupt merkt ihr keinen Unterschied. Bentley vom Man Intense macht das intens, genau. Das kommt aber, weil ich das so oft vorgestellt habe und den so selten, vom Man Absolut, nicht das Intense, Absolut. Der riecht so identisch, und wer den hier vermisst, holt sich den. Würzig, pfeffrig, holzig, geil, männlich. Ja, dann als nächstes, ja, der darf nicht fehlen, Versace Eros. So, Versace Eros, Vanille und süß. So, auch das hier ist die erste Version, die ist natürlich extrem potent. Also hier habt ihr ja über 13 Stunden was von, und die Sillage ist stundenlang stark, und der ganze Raum, der ganze Haus, so egal wo er durchgeht, riecht nach diesem Duft. Das soll nicht mehr so sein, aber trotzdem kommt er immer noch gut an und ist immer noch ein süßer, starker Vanilleduft. So, mit bisschen zitrische Noten. Sieht auch, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so draufsteht. Auf jeden Fall, das ist Versace Eros. Wer ein bisschen sowas Zitrisches, auch synthetische, bisschen Vanille haben möchte, der sollte sich den auf jeden Fall holen. Und in klein gibt es den auch schon unter 50 Euro. Nicht zu vergessen, ne? Ihr könnt den ja auch in klein holen. Darum geht es. Es geht ja hier nicht um die Flakongröße, aber Versace Eros, der ist einfach immer noch am Start. Dann haben wir Philipp Plein, No Limits, aber Gold. So, ich werde den jetzt mal so, das blendet das irgendwie halten. Ja, ich muss den, glaube ich, auch mal anders oder noch öfters tragen. Ich habe den bis jetzt nur gekauft, einfach weil ich das Original auch habe und den Fresh. Und ich wollte den hier mal probieren. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber was heißt ein bisschen, etwas mehr. Vielleicht muss ich den draußen tragen. Meine Frau hat den, sie hat aber auch nur dran gerochen und hat gesagt, oh, der könnte draußen was werden. Okay. Aber ich finde einfach die DNA, ich weiß nicht, was das darstellen soll, dieser Duft. Plastiknote, Vanille-Plastiknote mit Plastik-Orange oder zitrische Noten, bisschen alles künstlich, wie in, ach, keine Ahnung, wie nicht richtiger Zucker eben, ne? Also irgendwie Plünn. Ich habe den auch wirklich nicht gut bewertet, aber ich habe den auch nur drinnen bis jetzt getestet, weil ich da irgendwie noch keine Lust zu hatte. Ich schlag den hier nur vor, weil ich weiß, dass es manche Leute gibt oder viele, die diese DNA mögen, und auch die Süße. Der ist schon penetrant, ne? Das ist ja auch, weil es Winterdüfte. Deswegen habe ich ihn erstmal mit reingenommen. Testet den mal, den kriegt ihr auf jeden Fall unter 50 Euro, selbst hier in der großen. Und und diese Scheckkarte hier in Gold, ja, ne? Philipp Plein eben, ne? Aber vielleicht ist er, ich werde das nochmal machen, draußen tragen, vielleicht ist der gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ihr seht ja, meine Frau ist eigentlich schwierig und macht eigentlich schon so irgendwie was. Es riecht auch manchmal, es riecht so ein bisschen günstig, aber also nicht so, wie das hier so aussieht. Und aber da kann man mal sehen, jede Nase ist anders. Ich denke auch, dass der wieder gut ankommen wird, weil der irgendwie süß, fruchtig. Vielleicht ist der auf der Haut und draußen an der Luft ganz anders. Wahrscheinlich ist es auch kein Duft für drinnen. So, deswegen, aber ich habe ihn hier reingenommen, weil ich weiß, die DNA werden einige mögen, und vor allen Dingen kriegt ihr ihn unter 50 Euro in 100 ml. 90 oder 100? Kann wieder keiner lesen, wie es da drauf steht. Egal, nee, 100 glaube ich. Auf jeden Fall,
testet den einfach mal. Der nächste ist der Club Black Club von Mercedes-Benz. Da halte ich mich kurz. Schön würzig, dunkel, röstige Vanille, harzige Vanille schon. Einer der geilsten Vanilledüfte überhaupt. Wurde auch angeblich schon 100.000 Mal eingestellt und ja, ist immer noch da, kriegt ihr auf jeden Fall auch unter 50 Euro. Geil, einer der besten Mercedes-Benz-Düfte, kommt nice, ist nice und ja, tiefe, dunkle Vanille, warm, würzig. Mehr müsste ich wissen, mit sehr starker Sillage und sehr guter Haltbarkeit bis über 10 Stunden. Also, was wollt ihr von den Daimler mehr? Dann haben wir ihn, Bentley Man Intense, da haben wir ihn. Das ist würzig, das ist ein bisschen gourmandmäßig, das ist holzig, das ist aber auch Whisky- und Rum-Style und das ist für mich einer der besten, günstigsten Düfte, die es jemals gibt. Auch hier haben wir natürlich eine ganz alte Version, aber auch die neue Version. Ja, die ist ein bisschen schwächer geworden, aber sie ist trotzdem noch nice und die DNA ist genial. Die ist einfach genial. Natürlich, diese Version hier von der Tiefe vielleicht auch her, von der Qualität, kann einfach wie ein 400-Euro-Duft riechen. Oder wenn ihr die Augen zumacht, das redet keiner, dass der nur 20 oder 29 Euro gekostet hat. So, heute ist die Tiefe vielleicht nicht mehr ganz so da, aber trotzdem ist dieser Duft noch nice, trotzdem. Aber es kostet ja nicht so viel, aber ihr solltet den definitiv haben und hier Absolut und das Intense. Also wirklich wow. So, und zu guter Letzt haben wir eben Philipp Plein mit Low Limits, das Original. Und der hat mich wirklich tatsächlich umgehauen. Der ist wirklich gut. Also Würzigkeit, Leder. Ich kann den schwer beschreiben. Würzigkeit, Leder, Fruchtigkeit, tief, dunkel, mystisch. Das ist geil. Der hat irgendwas. Ne? Der erinnert zwar auch an Jeremys Black Tie. Der ist für mich allerdings noch einen Tick besser. Aber es geht ja auch für Düfte unter 50 Euro. Und deswegen muss der hier rein. Aber er hat was. Und da muss man wirklich sagen, auch die Haltbarkeit, die Tiefe, selbst wenn ihr den in den Raum sprüht, riecht der ganze Raum richtig nice. Und Philipp Plein, ich glaube, auch da wird auch keiner dran mehr rankommen von seinen anderen Düften. Der Fresh muss man nicht haben. Den goldenen muss ich, wie gesagt, nochmal richtig draußen testen. Aber so ist er, naja. Und aber der neue, da kommt ja noch so ein silberner raus, keine Ahnung, kenne ich noch nicht, aber das hier ist wirklich nice. Hat Alberto Morillas gemacht, der hat allerdings auch den von Jerry gemacht und einen ähnlichen von Gucci, der auch ähnlich ist, nur viel tiefer und so riecht der auch. Das ist schon geil, also männlich, cool, nice, würzig, dunkel, mystisch, wie auch immer. Den solltet ihr auf jeden Fall mal testen. So, das waren meine günstigen Parfüms, beziehungsweise 10 Winterdüfte unter 50 Euro. Also schreibt mal unter, welche benutzt ihr so. Es gibt natürlich noch viel mehr, das weiß ich, klar. Ich habe die jetzt mal rausgesucht und dann würde ich mal sagen, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.